Zusammen mit Leo erkunden wir die neuesten Knaus-Modelle. Wir sind in der Nähe von Osnabrück. Ihr habt eine neue Autobahn, die A33. Bei euch geht auch direkt eine Autobahn vorbei. Ja. Das ist welche? Das ist die A30. Habt ihr eine eigene Abfahrt? Ja, fast, kann man so sagen. Name? Nattbergen. Nattbergen, da fahre ich raus. Und wir sind in Bissendorf in der Nähe von Osnabrück. Ein ganz bekannter Wohnmobilhändler ist hier, ja, Verge und Welz. Ihr habt ein neues System mit Eigenverantwortlichkeit. Hatte ich das auch schon erreicht? Ja, das hatte ich aber schon zu Beginn, wo ich hier angefangen bin. Das bedeutet, ihr seid in allen Abteilungen selbst für euch verantwortlich. Bedeutet, du kannst auch ein bisschen selber entscheiden, wenn du abends mal einen Termin hattest mit dem Kunden bis 20 Uhr, dass du morgens mal um 9:30 kommst? Theoretisch ja. Du warst halt morgen praktisch wieder pünktlich da, wie es ist. Jetzt geht es in die ruhigere Zeit? Doch, es geht so jetzt von der Kundenanzahl jetzt etwas runter. Aber ich sag mal, wir haben immer noch genug zu tun, weil wir gerade ganz viele Waren gekriegt haben, die ja auch eingepflegt werden müssen, fotografiert werden müssen, ausgezeichnet werden müssen. Okay, das heißt, du gibst dann die Order an die Abteilung, fotografieren und die machen das dann? Das mache ich. Das machst du. Ja. Und das Einpflegen? Auch ich. Auch du. Das heißt, du machst doch die Kaufabwicklung? Genau. Oh je. Das heißt auch zum Beispiel Leasing, Finanzierung geht? Genau, alles mache ich. Selbst Versicherung sogar bieten wir auch mit an mittlerweile. Das ist sehr günstig, wenn man das über die Spezialversicherung macht, weil viele gehen zum Beispiel ab 100.000 Euro versichern die gar nichts mehr. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Dann sind auch Reisemobile sehr günstig, oder? Ja, definitiv. Also sag mal, die sonst grundversorgenden Versicherer, die sind sehr utopisch von den Preisrichtungen. Und dann ist die spezielle Versicherung für Reisemobile dann deutlich günstiger. Es passieren wenig Schäden mit Reisemobilen. Die Leute sind sehr langsam unterwegs. Das ist so, die achten sehr auf sein Reisemobil. Deswegen sind die Prämien auch sehr gering. Genau. Wenn man das Ganze hier sieht, in Volkswagen, von der Breite her sind die Originalspiegel nur ganz minimal verbreitert. Das sieht man hier. Also wir sind hier auch bei 220? Genau, ich bin hier auch in der Kompaktklasse bei 220 und von der Außenlänge 699. So, hier habe ich natürlich nicht Full LED, ich habe H4 oder H7. Das Ganze hat aber riesen Vorteile, egal wo ich bin. Die Lampe geht mal kaputt, ich tausche die Birne, kostet irgendwie 5 Euro. Genau. Ja, es gibt außerdem, jetzt habe ich gesehen, ganz neue LED-Systeme mit Zulassung von Osram, wo man die tauschen kann. Genau, habe ich auch schon gesehen, haben die Kunden auch schon für gut befunden. Und es muss nicht immer, weil das kostet richtig viel. Ich glaube, auf der Aufpreisliste von VW gibt es alles, was du für Geld kaufen kannst. Definitiv, also da sind sie locker bei über 2.000 Euro mit dabei. Ne? Ja, hier vorne Leichtmetallfelgen, Original Volkswagen mit dabei. Sind die gut konfiguriert von Knaus, wenn die kommen? Sinnvoll? Ja, definitiv. Wir können sie ja noch anpassen, auch zusätzlich, wie hier mit den Rahmenfenstern. Das können wir halt noch zusätzlich wählen. Mach mal auf, bitte. Teilintegriert bedeutet, das Fahrerhaus ist original geblieben und der Aufbau beginnt quasi hier vorne. Die Fahrzeuge wurden aber nicht aufgeschnitten, sondern die kommen schon so fix und fertig ohne Rückwand und bleiben so. Und dann siehst du hier natürlich ein paar schöne Extras mit drin. Elektrische Fensterheber finde ich nicht gut. In meinem T3 hatte ich zum Beispiel Kurbelhänzer noch. Okay, nee, alle wollen elektrisch haben, auch die Außenspiegel, dass die elektrisch sind. So, das Lichtsystem hier manuell, das ist, ich sag mal, bei den Campern auch nicht so das Schlimme, oder? Nee, das gar nicht. Wichtig ist der Aufbau, ne? So, Multifunktionslenkrad, das hat man sich gegönnt? Das hat man sich auf jeden Fall gegönnt, das ist ja auch wichtig, die Radiosteuerung oder Bedienung fürs Handy. Aber Leder könnte ich kriegen. Wenn ich etwas länger warten möchte, dann kann ich mir das genau so zusammenstellen, wie ich es will? Genau, sogar mit Beheizung, ne? Also wenn ich das haben möchte, die volle Preisliste von VW, kann ich denn in der Order angeben, da muss ich aber länger warten. Da müssen Sie definitiv länger warten, also deutlich mehr als 12 Monate mittlerweile. So, das ist hier da. Fahrzeug kostet 83.650 Euro. Wir filmen gleich mal die Preisliste ab. Der ist jetzt relativ transportermäßig vorne, aber die sind von Haus aus sehr leise geworden. Man kann das nicht mehr vergleichen mit den alten Craftern, die da kamen, die baugleich waren mit Mercedes. Deutlich leiser, sehr, sehr automotiv. Also wenn man die Augen zumacht, dann denkt man fährt einen Tiguan, ja. Das ist wirklich SUV-Charakter so. Dann Teilintegration hier, Platinum Selection. Ist das wahrscheinlich nur der Aufkleber, der anders ist, oder? Nee, auch was drin ist und was draußen ist. Auch diese Campovolo graue Lackierung ist eine Sonderlackierung, die es auch nur in der Platinum-Ausführung gibt. Schon sehr schick. Also steht nicht nur dran, da ist auch was drin. Platinum Selection. Also wenn ihr direkt an die Platinum Mastercard oder die American Express denkt,
Das ist denn der Einstieg in eine neue Welt. Genau, so ist es. Man steigt ein und dann hat man alles drin. So, Vollausstattung heißt, SAT-Anlage ist dabei? SAT-Anlage, Navi, Rückfahrkamera, Markise ist da mit drin, der beheizbare Abwassertank, der multifunktionale Boden, der hier in dem 650er dann auch verbaut ist. Rammschutzleisten habe ich gesehen, extra hier unten. Das sind schöne Details aus dem Wohnwagenbereich, Ja. die das Ganze nochmal gut versteifen. Genau, und aufwerten, ne, mit Chrom eingelassen. Weil das sind ja so Stellen, da kommt man schon mal gegen, wo du da bist. Das ist die tolle Box ohne Elektroanschluss. Das ist ohne Elektroanschluss, genau. Wir haben uns lustig gemacht, weil da ist normalerweise auch ein Elektroanschluss drin, aber hier ist die Servicebox wahrscheinlich wieder im Heck drin. Genau. Da ist der Stromanschluss mit drauf und da ist da schon ein bisschen was drin, Wasser? Nee. Nein. Also alle Fahrzeuge sind hier auf dem Platz winterfest, so heißt das ja bei uns. Das heißt, alles, was an Flüssigkeiten sind drunter. Was ich gut finde, hier sind die zentralen Ablässe, denn ich habe viele Ablässe gesehen, die kannst du überdrehen versehentlich. Ja, das ist ein ziemlich großer Schaden, der dann passiert. Kann immer mal passieren, wenn du von oben irgendwelche Drehdinger aufmachst und drehst die zu weit und so weiter. Das kann hier gar nicht passieren. Nee, das kann hier nicht passieren und man hat auch immer saubere Hände, weil die halt nicht außen liegen wie bei manchen anderen Herstellern, sondern innenliegend sind. Und das sind die Tanks. Der Abwassertank ist außen, oder? Ist außen, der ist unterm Chassis. Und der ist isoliert beheizt? Hier ist er sogar im Zwischenboden mit eingesetzt. Bei dem Fahrzeug ist die Besonderheit und der ist auch isoliert und beheizt. Ja, 2 verschiedene Dichtungen. Das heißt, also dieser Ausschnitt wird mit größter Wahrscheinlichkeit verwendet aus dem Ausschnitt selber. Das schafft natürlich aber auch Sauberheit. Das heißt, du hast außen eine Dichtung und innen eine Dichtung. Genau, und das wiederholt sich dann in der Heckgarage ebenfalls. Also alle Klappen sind immer doppelt abgedichtet. Komm, wir zeigen einmal das Klo, wenn du schon einen Schlüssel da hast. Denn eine Kassettentoilette ist gar nicht so schlimm wie sein Ruf. Allerdings sollte man das Entleeren stets dem Mann überlassen. Denn da gibt es so ein paar Tricks, wenn man zum Beispiel die Entlüftungsöffnung zu früh öffnet, Ja, dann kann man umkippen, ne? dann läuft die Brühe raus. Und der Vorteil ist, man ist mit seinen eigenen Exkrementen nochmal beschäftigt, eine Zeit lang. Aber das lernen die Camper. Das lernt man, das gehört ja mit dazu, ne? Also das ist ja das tägliche Bedürfnis eines Menschen. Wenn du die mal gerade rausziehst, bitte, dass wir das mal zeigen. Die gibt es nicht noch länger, oder? Das ist die längste. ist die längste. Das ist, der hat ja eine Banktoilette verbaut und somit habe ich hier die längste Toilettenkassette. Die langt für 2 Personen eine Woche? Ja, je nachdem, wie viele Geschäfte die verrichten, aber eine Woche wird schon knapp. Woche wird knapp. So. Man kann sogar eine zweite Kassette kaufen. Das machen Leute manchmal schon mal. Stellen die sich hinten rein. Ich habe das einmal gemacht, aber dann fährst du die Fäkalien ja spazieren. Das ist kein Problem. Zusätze braucht man hierzu oder ist dann Sog möglich? Sog wäre möglich, aber auch mit Zusätzen kann man arbeiten, entweder in Tab oder in Flüssigkeitsform, dass man dann halt von oben oder halt über den Ausgang, wo man den ausleert, dann sonst reinfüllt. Hier rüber könnte man sonst auch die Flüssigkeit oder die Tabs reinwerfen. Was schönes Detail ist, alles ist hier beheizt. An der Seite nochmal überlaufen die Rohre mit lang. Genau, man hat hier halt wirklich sichtbar die Rohre, dass auch dieser Bereich thermatisch dann auch abgeriegelt ist. So, Truma Hot, da oben ist sie die Gasheizung 4 kW. Genau, ist eine 6 kW aber, eine stärkere, die man hier einsetzt bei den teilintegrierten. Und ist optional auch mit Elektro, wie auch hier möglich. Die macht auch das warme Wasser? Genau, die macht auch das warme Wasser. Das ist eine Kombi-Heizung. Ja, schönes Detail hier. Hier kommt die Dichtmasse auch raus, die quillt raus. Das ist ein Qualitätsmerkmal übrigens. Da wurde genug Dichtmasse auch verwendet. Das moderiere ich immer gern bei den Wohnwagen. Da kann man sehen, dass sie genug verwendet haben. So ist es. Also man hat da nicht gespart, sondern mehr als genug genommen und dann ist es auch wirklich dicht. Das ist dauerelastisch. Also das ist kein Kleber, der hart wird oder irgendwas. Also bitte nicht abwischen, sondern so lassen, wie es ist. So ist es. Einfach lassen. Danke. Ja, komm, wir zeigen mal ein paar schöne Details, wie zum Beispiel 2 große Aufbautüren. Da gibt es gar keine kleinen hinten auf der linken Seite, oder doch? Es gibt keine kleinen. Es gibt immer nur 2 großen. So, und das sieht so oder so ähnlich aus. 230 Volt habe ich nicht immer an Bord, im Wechselrichter. Nee, einen Wechselrichter könnte man hier optional aber einsetzen. Ist das viel Aufwand bei euch? Ja, so gut 3,5 Stunden dauert das schon. Preis? Ein Tausender? Ja, einen vernünftigen Wechselrichter liegt man knapp über 2.000 € schon. Ja, 2.000 €. Braucht man den unbedingt?
nur wenn man seine Kaffeemaschine, den Föhn nutzen möchte oder wirklich daraus auch herarbeitet. Ne? Es gibt so kleine Powerstations, so 1 kW, die sind sehr, sehr schmal. Damit wäre ich auch autark unterwegs. Ist das oft eine Lösung? Zeichen Tausender, habe alles drin? Genau, das sind die Zwischenlösungen. Ne? Diese Power Cubes, die es ja gibt in verschiedenen Variationen. Ich meine, von Dometic gibt es die ja auch. Gibt es von allen. Also das wäre möglich. Also wenn ich das haben möchte. Ansonsten, wenn ich am Strom hänge, dann habe ich ja 230 Volt, habe die Sicherung mit drin. Die Rückfahrkamera Serie? Genau, die ist Serie. Ist die gut von der Qualität? Die ist ja gut, ja. Die hat eine sehr gute Auflösung. Das ist so manchmal denke ich mir, die sind irgendwie im C64-Alter hängen geblieben, aber hier nicht. Hier nicht, nein, definitiv nicht, nein. Die schwarze Schwalbe. Die schwarze Schwalbe, genau. Das ist so, Die sportliche Schwalbe. Die sportlich. Die ist normal blau. Die ist normal, ist Also wenn ich mich da so ein bisschen drüber lustig mache, ist, denn die Autos fahren ja schon schnell, aber das ist jetzt kein Sportwagen. Liegt der denn wenigstens gut? Der liegt sehr gut, weil er serienmäßig über eine Luftfederung verfügt. Hat er. So, der Vorteil ist? Deutliche bessere Fahrdynamik. Ja, es wankt nicht so sehr, ne? Genau. Ich kann es anpassen, sogar wenn ich ein bisschen tiefer liege für die Kontrolle. Der hat Serie Luftfederung. Serie, ja. Das Ja. Serie. Muss ich das Häkchen gar nicht setzen. Ich habe es serienmäßig mit drin. Kann ich ein bisschen nivellieren mit der Luftfederung? Ja, bis so 8 cm. 8 cm. So, das heißt also, wenn ich nicht ganz schräg stehen will, Genau. kann ich links und rechts nivellieren? Ja, können sie beide. Das sind Zweikreis-Luftfeder. Das heißt, ich kann nur rechts anheben, wenn ich schräg stehe. Ja, klar. 8 cm, das ist in der Praxis schon viel. Oder? Das ist bei manchen Plätzen dann schon ausreichend, um vernünftig stehen zu können. Das heißt, man kann von innen, ist das innen regelbar? Ist von innen vom Armaturenbrett, ist mit eingelassen. Das sehen wir gleich. Gas? Gas haben wir. Eine sehr schöne Klappe. Ah, mit Schiene. Mit Schiene. So ein Schwerlastauszug. Endlich mal der erste, der... Das ist natürlich ein Traum, dass ich die hintere Flasche nicht so rausladen muss. Genau. Meistens bleibt die hintere Flasche das erste Mal wird reingeladen und danach nicht mehr angefasst. Meistens arbeitet man nur noch mit einer. Das ist wirklich so. Also mein Tipp ist natürlich, zunächst die hintere Flasche leer zu machen und nicht die vordere. So ist es. Ja, das ist der. Aber nichtsdestotrotz, Duo Control bedeutet, es werden beide Flaschen leer. Ich habe jetzt gesehen, es gibt neue Systeme, die auf Prozentbasis basiert, analysiert. Die werden unten mit Magneten einfach festgemacht. Hast du das schon mal gesehen? Ja, klar, das ist das Level Control, was es optional gibt. Ist das gut? Ja, was dann optional mit der App dann auch funktioniert. Also ich sehe den Füllstand. Ich habe das auf dem Handy, genau. Auf beiden Flaschen? Auf beiden, ja. Also ja, gut, ich muss dann 2 Level Controls kaufen pro Flasche ein. Oder ich mache die auf dem letzten. Weiß ich denn praktisch, welche Flasche zuerst entleert wird? Oder ist das dem System egal? Nee. Also man hat einmal die Anzeige für die linke Flasche und dann dreht man das Ganze und für die rechte. Man muss natürlich immer die aktive Flasche drehen zu der Fallrichtung. Okay, der würde aber dann automatisch umschalten. Der wird dann umschalten. Wenn die jetzt leer geht, dann schaltet er um. Okay, das heißt, ich kann sagen, die praktisch halbvolle Flasche soll zuerst entladen werden. Genau. Habe ich noch nie gesehen. Zeig mir das nochmal. Das heißt, du drehst das? Du kannst das halt drehen, ja. Du, ich habe noch nie eine Duo-Control bedient. Das hast du nur im Tank. Nur ein Tank. Ja, ich habe das schon mal eingebaut gehabt, aber ich kriege die Flaschen ja nicht leer. Das ist ja heute bei den... Wenn du das in der Mitte hast, dann weißt du nicht, welche Flasche jetzt funktioniert. Ne? Okay, es würde auch in der Mitte gehen, oder? Ja, theoretisch können sie es jetzt auch so stehen lassen, aber das wäre dann falsch. Okay. Gut, aber es steht alles im Handbuch drin, ne? Genau. Ja, es wird auch eingewiesen bei uns. Also, Was? Der Kunde kriegt eine Einweisung? natürlich, der kriegt hier eine richtige Vorführung, wie was funktioniert bei uns. Preis von der Einweisung? Kostenlos ist im Kostenlos. Preis So, drin hier unten. Preis. Das ist übrigens hier, das Gas ist ja schwerer als Luft. Das fällt dann unten raus. Genau, das sind die Notentlüftungen. Das ist die Frischluft von oben, das Gas nach unten runterdrückt. Schön. Also Gas sehr sicher. Habt ihr Gasunfälle? Weißt du von Gasunfällen hier? Nein, nicht ein. Also du bist jetzt wie lange dabei? 7 Jahre. 7 Jahre. Also das ist, wenn man die Gasprüfung macht, doch sehr sicher, oder? Definitiv. Die kann ich nur ans Herz legen, ja. So, macht mal zu. Dann auch die ganzen Klappen, das ist ordentlich, schließt auch gut. Ein AES-Kühlschrank drin, das werden wir gleich sehen. Ein riesen Kühlschrank, also mit der größte in seiner Klasse, muss man schon sagen. Ja, das kann man so sagen, ja, definitiv. So, hier steht das Auto komplett. Es ist fast blauer Himmel. Ich zeige mal, da oben ist es noch ein bisschen blau. Aber wir haben tolles Drehwetter heute. Gestern war es ein bisschen wärmer. Definitiv, gestern war es wärmer. So, bitte mal öffnen. Das ist die schmale Aufbautür. Das ist die schmale Aufbautür. Ich spiele mal ganz kurz das Preisschild ab. Dann haben wir das schon. Intus, der Knaus VanTi Plus
Platinum Selection 650 MEG Rahmenfenster. Das gibt es aber nicht als Schriftzug für hinten drauf, oder? Den ganzen Satz. Kostet 83.650 Euro. Schon 170.000 Mark. Gibt es Leute schon mal, die das vorrechnen am Markt? Nee, eigentlich weniger. Das hat sich jetzt nicht mehr so durchgesetzt, dass jemand noch in Mark umrechnet. Ja, 22. Das hast du gar nicht mehr erlebt, oder? Die Mark? Doch, definitiv. Die Mark habe ich noch erlebt, auch mit dem Taschengeld. Da konnte ich ein bisschen mehr für kaufen damals in der Stadt. Guck mal hier. Knaus. Premium-Aufbautür bedeutet, da ist eine Scheibe drin zum Beispiel. Genau, in der Premium-Aufbautür beinhaltet den Feststeller, die innenliegenden Scharniere, das Fenster, den Regenschirmhalter und die Einkaufstasche. Zusatzschloss geht? Ja, und die Doppelverriegelung. Wir haben automatisch eine Doppelverriegelung. Somit sitzt die Tür auch viel besser und schließt auch schöner. Also es gibt die auch hier in der Mitte mit Zentralverriegelung. Ne? Mit Zentralverriegelung gäbe es die auch in dieser Form mit Doppelverriegelung, dann nur noch per Funk, und dann hätte ich noch eine Coming Home Funktion, also eine Lichtleiste in dem Fenster mit eingearbeitet. Ist die hier per Funk auch zu öffnen? Die wäre optional per Funk zu öffnen, genau. Und hier wäre das Zusatzschloss. Käme hier rein? Ja, genau. Das ist so. Das macht ihr schon mal öfter? Öfter würde ich jetzt nicht sagen, aber bei dem einen oder anderen. So, komm, wir gehen mal rein. Ich gehe mal vor. Das ist der Raum, das ist so der klassische Grundriss, den es gibt. Länge nochmal von dem? 6,99 Meter. Also unter 7 Meter mit einem 32 Zoll Fernseher. Das ist ja mal was. Ja, hier hat man den größten genommen, den es gibt, und hat da den 32er reingesetzt. Ich glaube, das ist ja für viele auch ein Stück Lebensqualität, dass sie dann abends mal ihr Netflix oder Tagesschau oder wenn ich Fußball gucken möchte und den Ball sehen möchte, dann brauche ich schon einen größeren Monitor. So, hier oben hast du ein riesen Panoramafenster, das schafft natürlich sehr viel Licht. Es schafft aber auch sehr viel Luft, denn man kann es öffnen. Es gibt einige, die kann man nicht öffnen. Das ist kein starres Fenster, das ist zum Öffnen. Wie ihr schön sehen kann, das ist dann halt durch die Verriegelung. So, einmal drücken. Kurz auf. Oh, 5 Punkte. 5 Punkte, ja, steht ja auch. So, und dann wird es einmal aktiviert und steht am höchsten Punkt. Das heißt, du kannst sehr, sehr effektiv lüften. Definitiv, ja. Und es ist halt eine schöne Luftzirkulation dadurch ergeben. Ne? Also nicht nur Lichteinfall, sondern auch eine Funktion zum Öffnen. So, V und B, da ist die Luftfederung mit drin. Hier kann ich also für jede Seite einzeln nivellieren. Das ist natürlich ein Traum. Ich kann sogar nicht nur die Fahragilität, sondern auch den Komfort kann ich damit wesentlich verbessern auf schlechten Straßen. Definitiv, ja. Gerade wenn es so abseits der Piste auf Schotterpisten geht, dann kann man das ganz gut nutzen. So, großer Tisch mit dabei. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Ich habe eine ganz hohe Stehhöhe auch im Fahrerhausbereich. Dadurch habe ich ein Raumgefühl, das ist enorm. Genau, die Sitzposition ist deutlich tiefer als beim Fiat-Fahrzeugen und habe so für Sitzriesen eine schönere, angenehmere Sitzposition. So, Raumgefühl ist echt groß. Das heißt, wir sind ja in einem schmalen Teil integrierten, haben viel Platz zum Durchgehen. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Arbeitsplattenerweiterung, eine kleine Küche, die ein bisschen angeschrägt ist, dass ich mehr Platz habe. Angeschrägt, dann auf 2 Kocher reduziert, was deutlich ausreichend ist. Auch mit einer Arbeitsplattenverlängerung dann auch wieder kombiniert, dass man auch eben was abstellen kann. So, und dann ein ganz simples Bedienfeld, wo du sagst, mehr braucht man eigentlich gar nicht. Da ist zum Beispiel der Frischwasserstand, Batteriestände sind dran. Genau, ich habe beide Batteriestände, einmal das mit dem Fahrzeug abgebildet fürs Chassis und für den Aufbau die rechte Anzeige. Zeig mal gerade, wie viel Batterie haben wir denn? Wie viel Batterie wir haben, Ja. Dann geht man hier auf Check und dann habe ich hier volle Batterien, weil die bei uns immer am Strom hängen. Das ist auch wichtig, also ihr habt die immer am Strom hängen. Immer. 1, 2, 3, was kann der Schalter? Der hat hier vorne für die Vorzeltleuchte einen Sensor. Hier ist Dauer. Und auf Stufe 2 habe ich dann einen Bewegungsmelder. Habe ich hier Strom drin eigentlich an der Heizung? Ja, das ist sogar eine E-Heizung, also eine Truma Kombi E. Deswegen wird mir auch die Symbolik mit der Steckdose angezeigt, weil er erkennt die Quelle. Also könnte ich jetzt hingehen und
das Fahrzeug per Strom auch heizen. Natürlich toll, wenn ich das Fahrzeug bereit haben möchte zu Hause. Das heißt, ich mache eine Gasflasche dran, mache Strom dran, stelle es auf 8 Grad. Dann, man sollte ein bisschen mehr machen, ich glaube 10 Grad. Dann geht nämlich der Frostwächter nicht an. Genau. Also ein bisschen vortemperieren, das geht halt sehr schön. Und auch wenn man jetzt auf den Plätzen vielleicht eine Strom-Flatrate hat, also eine Pauschale. Das gibt's noch. Ich hoffe, ja. Bei den einen oder anderen, ja. Das war ja früher gar kein Thema. Da konntest du im Winter eine Flatrate buchen, 3 Euro oder so. Heute sind die sehr vorsichtig geworden. Ja, wenn du mich hier mit 2 kW heizt, also ich kann ja mit dem Morelo 3 kW machen, dann kannst du schon ganz viel Strom ziehen. Und bei 40 Cent pro Kilowattstunde, das ist so. Aber das Thema Gas, ist das Gas teurer geworden eigentlich? Das Gas ist signifikant gestiegen ich glaube, die ganze Flasche bis zu 10 Euro ist die teurer geworden. Gut, aber das Coole ist ja, diese Fahrzeuge sind sehr, sehr effizient. Also man kommt mit einer Gasflasche im Winter eine Woche. Ja, definitiv. Kommt man eine Woche damit hin. Zeig mal so eine Schublade bitte. So, da ist eine Schublade. Das heißt, ich habe auch eine sehr, sehr große Tiefe in der Schublade mit drin. Genau. Habe einen riesen Besteckkasten. Und Softclose. Und habe hier noch sehr tiefe weitere Fächer für Geschirr. Was ist da drin im Grill? Hier ist im Grunde genommen alles, was an Bauteilen bei Knaus verbaut wird. Die Bedienungsanleitung drin. Hier auch der Wasserfilter. Der ist auch im Lieferumfang mit drin. Den gibt es auch nach. Genau. Hier ist dann auch dieses Silvi Ready Paket, also dieses Voucher, also ein Gutschein für so einen Einsteiger. Hier kann man dann auch gut sehen, wie man das dann verwenden kann. Hast du schon reingeklebt? Nee. Nee, bei dem haben wir es jetzt noch nicht reingeklebt. Und das hält in der Praxis? Das hält, ja. Das ist halt magnetisch, kann man das hier, kann ich mal gerne vorführen. Im Prinzip kann es egal wo draufkleben. Okay. Und das hält dann hier mit den Magneten. So, was kann man zum Beispiel dran machen? Egal, ein Handy. Ja, im Prinzip kann ich da alles mit dran machen. Ach, das ist jetzt zum Beispiel ein Haken. Ein Haken. Zack. Ach, da ist der Haken. Und dann kann man das dann hier so reinhängen. Aber man kann dann an der Stelle natürlich auch ein Glas hinhängen. Ich könnte es aber wieder abmachen. Ja. Gut. Also es geht. Ja, liebe Firma Silvi, wenn ihr mein Video seht, ja, ich habe ja schon mehrfach aufgefordert, schickt mir doch mal so ein Set. Aber bisher blieb es unbeantwortet. Aber trotzdem finde ich es cool. Ich warte nur drauf, bis die ersten Chinesen kommen. Ja, das ist, weiß ja, wie es ist. Alles, was irgendwie cool ist, wird dann billiger kopiert aus China. Genau. Keine Ahnung, ob das vielleicht sogar in China produziert wird, man weiß es nicht. Aber Silvi ist gut, sagst du? Definitiv, ja. Also gerade auch im Kompaktbereich. Schwenkbad. Genau, auch hier das Schwenkbad in Kombination hier aber wiederum mit einer Banktoilette. Banktoilette? Genau. Kenne ich nur aus Wohnwagen, da kommt die eigentlich her, oder? Grundsätzlich ja, aber sie ist sehr bequem und hat dementsprechend eine größere Kassette. Vorteil ist natürlich, Leute, die nicht gut zu Fuß sind, können sich zum Waschen auch mal hinsetzen. Man kann ein Kind hinsetzen, wenn ich es abdusche. Genau. Dein Sohn ist ja 5. Ja. Ist er groß schon? Der ist schon sehr groß, also er ist für sein Alter eigentlich schon größer. Deiner auch? Ja. Ja, meiner ist jetzt schon 1,57 Meter mit 10. Kannst du dir vorstellen? 1,12 Meter. 1,12 Meter. Und bei der Geburt, wie groß war er? Ich glaube 86, also. Echt? Bei der Geburt? Ja. Echt? Ne, 68. 68. Ja, 86, gut, der kleine Zahlendreher ist nicht so schlimm. Ja, du bist Familienvater, du kannst verstehen, dass Familien, die campen möchten, schon mal so die Nase rümpfen bei den Preisen, die bei dem Fahrzeug aufgehoben wird. Wo geht's denn los bei Teilintegrierten? So das günstigste Modell, was ihr habt. Kriegt man was für 60? Schwierig. Mit ein bisschen Ausstattung ist das halt, eigentlich liegt man schon bei 70. Wenn ich ihn ganz nackt nehme und sage, ich rüste das mal später nach? Dann ja. Dann komme ich mit 60 hin. Aber ist aber so, der Geschmack kommt ja beim Essen, dann erzählst du, naja, was ist so gerne, was baut man gerne ein? Luftfeder? Nee, also im Prinzip, das Wichtigste ist immer Navi- und Rückfahrkamera, das sind so die ersten Sachen. Dann wird auch ist mittlerweile mehr sogar so die Autarkie. Das heißt Lithium oder Solar wird sogar immer mehr gefragt, dass man das hat, dass man mehr mitmachen kann. Und was auch noch zum
ja, viele haben möchten, sind dann Rahmenfenster, weil sie optisch schöner wirken, weil die schönen Rollos haben. Also wenn die Leute das halt sehen, ja, wollen die halt immer mehr auch davon auch haben und wollen darauf nicht verzichten. Krass, eigentlich wie bei der Kfz-Industrie, da kommst du ja her. Genau. Du kamst ja von einem Hersteller, der war schon immer schön voll. Genau. Also Kia hatte ja nur irgendwie 3 Versionen, von ganz groß bis ganz klein. Das ist hier aber so ähnlich, oder? Das heißt, ja, das ist so ähnlich, genau. Also bei Kia war ja auch selbst der Kleinstwagen schon mit Lenkradheizung ausgestattet. Das gab's. DRB Plus war schon genau, drin. das war schon alles immer drin. Man musste gar nicht viel Extras bestellen und das ist hier natürlich dann auch drin. Also ich habe hier eine reichhaltige Ausstattung. Schimpfen die Leute schon mal über die Preise bei dir? Sie haben sich mehr oder minder dran gewöhnt, ja. Achso, du kannst ja auch nichts dran ändern, ne? Ne, wir können alle nichts dran ändern, wir können es nicht ändern, es wird auch nicht günstiger. Ihr habt die auch teurer bekommen, das heißt, ihr schlagt nicht nur eure Marge drauf höher? Nein, also wir haben eine deutlich, die Marge ist nach wie vor geblieben, die Preise sind genau auch uns gegenüber genauso gestiegen wie für den Endverbraucher. Ja, das ist aber ein hartes Geschäft. Ihr kriegt ja keine 50% auf die Autos, sondern das ist ein Gesamtgeschäft, bei dem der Kunde oft jahrelang Kunde ist, viele Autos kauft, auch mal einen Service macht. Ja. Das ist sehr ähnlich, im Vergleich dazu. Ihr habt ja, ich sag mal, viele Kunden, die wirklich alles machen lassen. Also so den Kernausbauer, der, ich sag mal, so ein nacktes Fahrzeug kauft und dann sich alles selber einbaut, das ist eher selten bei euch, oder? Ist selten, aber kommt schon mal vor. Also gerade im Liner-Bereich, dass die dann ältere Modelle haben, die vielleicht noch auf AGM-Batterien sind, dass die einmal Lithium dann reinsetzen oder Solar dann draufsetzen oder erweitern das Ganze. Ne? Ja, schwenkbar, zeig mal. Das ist eine feine Sache. Hier einmal nur entriegeln und dann... Du bist ziemlich entspannt in deinem Job. Das heißt, du hast nicht mehr die Hektik wie beim Kfz-Betrieb damals. Nee, ich strahle die nicht mehr aus. Ne? Die hast du immer noch. Der Tisch bei dir ist voll mit Arbeit, das hast du mir erzählt. Ja. Du opferst wirklich diesen Dreh, denn wir wollen ja mal den Leuten ein bisschen Fähiger und Welt zeigen. Genau. Ihr habt vorher schon viel Social Media gemacht, aber mal in YouTube vor der Kamera zu stehen, ist das erste Mal seit gestern? Das erste Mal für mich, genau. Aber du machst das so. Das Einzige, was du oft sagst, ist das Wort definitiv. Definitiv, ja? Ja, das sagst du ganz oft definitiv. Und die Leute werden das wahrscheinlich schon drunter schreiben, aber jetzt, wo du es weißt, dann wirst du es wahrscheinlich weniger benutzen. Das ist aber, wenn du jetzt hier bist, sind die Fragen oft die gleichen? Also bei Kunden, was wird oft gefragt bei Reisemobilen? Ja, im Prinzip, was kann ich damit machen? Gibt es noch andere Grundrisse? Wie funktioniert das hier mit dem Bad? Ne? Viele gucken rein, können sich das nicht vorstellen. Wie geht das? Wie zieht sich der Fernseher raus? Wie drehen sich die Sitze? Ja, also im Prinzip, im Grunde genommen, das, was du auch gefragt hast, fragen auch die Interessenten. Also die doofen Fragen, die ich stelle, machen auch die Interessenten. Denn du hast viele Ersttäter, oder? Ja, sehr viele. Also im Prinzip fast nur. Echt? Also 70% gefühlt. Wie viele Leute kommen denn vom Wohnwagen zu dir? Viele? Doch, nicht. Einige, ja. Doch. Warum? Also, ich finde Wohnwagen viel geiler. Also wir haben auch wechselnde Kunden, die vor 3 Jahren vom Wohnwagen auf Reisemobil und dann wieder auf Wohnwagen switchen. Weil Wohnwagen ist so geil. Das Ding steht bei mir im Garten. Wenn ich es brauche, nehme ich es. Brauche keine Kfz-Steuer zahlen. Habe einen Riesenplatz. Habe das Auto dabei. Aber das ist, glaube ich, eine andere Art von Reisen. Oder? Das ist eine ganz andere Art von Reisen, genau. Also ich sag mal, mit einem Reisemobil ist man mobiler dann quasi, wenn man so etappenweise dann fährt. Das macht man mit einem Wohnwagen weniger. Und, aber mit kleinen Kindern ist natürlich wieder der Wohnwagen definitiv schöner. Guck mal, wir haben 23 Minuten, haben das Bett noch nicht gezeigt. Die Kunden schütten ja gerne auch mal das Herz aus, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, was so ist, da muss man sich schon Zeit nehmen. Wenn du bei einem Auto bist du schon mal eine Stunde dran, oder? Ja, definitiv. Also ein Auto. Ist das definitiv? Nee, ich muss dich darauf aufmerksam machen, weil wir drehen noch ein paar Videos und die Leute merken das, die Zuschauer. Das ist nämlich definitiv so. Komm, wir machen mal zu. Das Licht ist schön bei Knaus. Also es ist mir schon aufgefallen. Ihr habt ganz viele Sachen, die haben noch hier Schutz wie beim iPhone drauf. Das zieht aber der Kunde erst ab, oder? Nein, das ziehen wir dann ab. Das macht ihr dann? Ja, genau. Bei der Übergabe, ihr macht so einen Punktecheck, hast du mir erzählt, der wirklich umfänglich ist, wo ihr alles nochmal prüft, denn es kann ja immer eine Kleinigkeit sein, es gibt nichts Schlimmeres, der Kunde fährt weg. Jetzt gibt es was ganz Geiles bei euch, ihr könnt die Fahrzeuge vermieten. Das heißt, wenn der Kunde ganz unsicher ist, dann kann er sagen, ich miete das mal eine Woche oder 2, aber nicht genau das, sondern ihr habt bauähnlich, oder? Wir haben bauähnliche Fahrzeuge, vergleichbare Fahrzeuge, die er von der Größenordnung testen kann. Wir verrechnen sogar 50% des Mietpreises dann später, wenn er bei uns kauft. Selbst wenn er dann einen Wohnwagen auf einmal kaufen würde, wenn er sagt, nee, das Reisemobil ist nichts für mich, ich will doch lieber ein
einen Caravan haben, dann ist das auch möglich. Leo, du hast deinem Sohn bis gestern um 11 die Geschichten vorgelesen, du bist sehr müde. Du möchtest jetzt unbedingt mal schlafen gehen auf diesem Bett. Zeig mir doch mal, wie man da reinsteigt. Also man hat richtig große Stufen. Genau, ganz bequem. Man hat einen breiteren Ausschnitt und geht dann ganz... Das ist irre breit, deswegen habe ich es anmoderiert. Das sind die breitesten Stufen, also gerade Leute, die wirklich nicht mehr gut zu Fuß sind, können sich hier links und rechts abstützen beim Raufgehen. Also selbst wenn das erhöht ist, das Bett, du kommst ja gut rein. Ja. Das ist krass. Guck mal, ich kann mit der Kamera ich einfach hochlaufen, weil diese Stufen so irre breit sind. Genau. Ist da was drunter? Ist da Stauraum noch? Nee. Ein Stauraum ist nicht darunter, nein. Das wird aber genutzt wahrscheinlich von irgendwas, oder? Denn irgendwelche Luftschläuche sind da durch, ja. so, da haben aber die Techniker ein Kabel vergessen. Vergessen ist es nicht, das ist die TV-Vorbereitung für Schlafzimmer. Ich habe hier eine Twin-Anlage serienmäßig verbaut. Und Eine Saatanlage. Genau. Heißt, alle Kabel, dass ich das nachrüsten kann, sind schon drin. Der Kunde kann dann sagen, ich will einen kleinen Fernseher, großen Fernseher, keinen Fernseher. Genau, also der hat die Wahlmöglichkeit, das immer noch nachzurüsten. So, der Vorhang Mikrofaser, dann auch die Blickrichtung, wenn ich mal hier hingehe, dann sieht man sehr schön, also du hast wirklich ein tolles Raumgefühl hier drin, kannst hier von der Seite bis vorne hingucken. Das schafft natürlich, weißt du, dass es nicht so eng ist. Ja, definitiv, man hat einen schönen Weitwinkel im Blick nach vorne hin und auch mit den großen, breiten Fenstern kriegt man sehr viel Licht rein. Dann hast du diese Schiebegardinen, also nicht mehr die Oma-Gardinen, die ich im Moment hinten im Morello drin habe. Aber das ist ja das geringste Problem. Die kann man tauschen, kann sie abnehmen. Aber das ist schon sehr schick, weil die Rahmenfenster ganz verdickt werden. Genau. Was ist denn so am meisten, was hörst du vom Feedback her? Machen die Leute oft so Städtereisen am Anfang, wenn sie das neu haben? Ja, die machen erst so kleine Touren, um damit erstmal in Berührung zu kommen und dann starten die halt meistens die längere Touren. Ist aber schon happy. Ich fahre dann hier los. Gibt es da bewegende Momente bei der Übergabe? Ja, natürlich. Gibt's sogar Freudentränen sind dabei. Ne? Also, die freuen sich einen Ast? Oder? Ja, natürlich. Ja, krass. Also gerade jetzt auch mit den langen Lieferzeiten, die es kaum mehr erwarten konnten und lange drauf gewartet haben. Jetzt überleg mal, jetzt kommt das und dann hast du ein kleines Problem mit dem Auto. Thema Service bei euch, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe ganz viele Service-Mitarbeiter. Ja, also wir versuchen das alles aufzufangen, dass der Kunde hier komplett makellos dann vom Hof kommt. Was ist hier? Hier haben wir die Kleiderschränke, die sind einmal von oben. Ach, von oben auch? Ja, ich kann das auch beidseitig. Weil das ist nämlich bei ganz vielen nicht der Fall. Da muss ich mich irre bücken. Und hier komme ich von oben und von der Seite dran. Hängende Kleidung, da kann ich Händen ohne Hände reinmachen. Genau, und habe auch die Beleuchtung mit dran. Das läuft über eine Knopfzellbatterie. So, die ist natürlich jetzt nicht aktiviert. Die ist nicht aktiviert, genau, weil der jetzt noch neu ist. So, hier vorne kommt Gas, ist das hier? Genau, das ist der Anschluss vom Gas. Hier hinter ist der Gaskasten. Der läuft ja hier durch. Das Ganze hat natürlich eine Gasprüfung. Dichtigkeitsprüfung muss ich ja einmal im Jahr machen, damit ich die Garantie erhalte. Genau. Was ist das für ein Aufwand? Eine Stunde? Dreiviertelstunde bis Stunde. Mache ich einen Termin, also praktisch die Reifen wechseln. Die Reifen, die draußen sind das Winterreifen? Hier sind Sommerreifen. Sommerreifen. Genau. Also da das aber Van-Reifen sind, kostet nicht die Welt, oder die Winterreifen? Ja, doch. Kosten schon Geld, definitiv. Man kann aber auch sonst auf Allwetter umrüsten. Schön. So, Kühlschrank hat man noch nicht, denn den haben wir von außen gesehen, großer Kühlschrank und damit sind wir eigentlich schon fast durch. Genau, wir haben Fassungsvermögen von 142 Litern, können große Literflaschen hier reinsetzen und haben noch ein großes Gefrierfach. Das funktioniert? Das funktioniert definitiv. Hast du den Sohn mal Eis reingemacht? Nee. Okay. Ich habe gemerkt, das Eis ist ein bisschen weich, je nachdem, wenn es sehr heiß ist draußen. Aber der schafft so -8, -10 Grad, schafft er selbst, wenn es heiß ist. Das schafft er, ja. Der, zeig mal den Fernseher, du hast es eben anmoderiert, wie der sich rausziehen lässt. Komplex? Nee. Easy. Das war's. So, und das ist natürlich 32 Zoll, ist das Minimum, glaube ich. Bei 4K-Auflösung hat er nicht, 1080. Nein, aber es ist ein Smart TV, also der ist smartfähig, das heißt internetfähig. Und den kann ich dann halt Netflix. mit Netflix und Co. versorgen. Ja. Schön. Und dann hat er, die haben alle diese Ports HDMI, dass du deinen Prime-Stick und... Also im Prinzip habe ich hier alle Anschlüsse, auch hier hinten, den HDMI-Anschluss. So, PlayStation. Den kannst du dann hier dann auch sehen, genau. Gut.
Da ist er. Das ist nochmal das Cockpit. Hier vorne nochmal das große Panoramafenster. Jetzt fängt es ein bisschen an zu nieseln. Aber auch hier bei 80.000 Euro, denke ich mir, sind 34 Minuten gut angebracht. 83.650 Euro. Van TI Plus Platinum Selection. Modell 2023 mit GFK-Dach. Und viel Ausstattungsmerkmalen auf VW Crafter. Wenn ich allein das Basismodell von Crafter kaufe, wie es hier steht, also dann bist du als normalsterblicher Kunde, der keine Mengenrabatte kriegt, bist du wahrscheinlich schon bei 40.000, 45.000 Euro. Mit Sicherheit, definitiv. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten. Leo, wir sind bei Fähregge und Wels. Das Ganze ist in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf. Hier ist die Rufnummer drauf, 05402 929 90. Ich danke dir herzlich für deine Zeit, dass wir das Ganze auf German Television mal zeigen können. Ja, und wenn Sie Knaus kaufen, dann ja, zumindest mal im Norden, ja, ist eine gute Adresse, oder? Definitiv. Tschüss. Tschüss.